Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, jetzt zu einem ganz besonderen Video. Wir haben ja ein ganz tolles Auto, ein Aston Martin DB6. Ist das ein Vantage? Nee, Saloon. Ein Aston Martin DB6, nein, ach komm, Quatsch, alles normal. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu unserem neuen Video. Wir haben hier heute ein ganz besonderes Auto, ein Aston Martin DB6 Saloon. Der Wagen ist gebaut worden im Jahr 1968. Ihr wisst ja, es gab erst den DB2, den haben wir übrigens da drüben stehen. Paul kann das vielleicht mal kurz zeigen. Das ist ein DB2 Vantage. Was wir hier stehen haben, ist einer der letzten der DB2-Serie, der richtigen Klassiker. Das ging ja los 1950 mit dem DB2, der steht dort. Und dann hier haben wir den eigentlich letzten DB6. Gab zwischendrin den DB4, der hatte die Lampen noch rund, und dann den DB5, das war der weltberühmte Bondwagen. Und das letzte und das am besten entwickelte Fahrzeug ist eigentlich hier der DB6. Der Wagen ist gebaut worden 1968, es sind von dem Wagen produziert worden ungefähr 1500 Exemplare. Aston Martin ist immer ein diffiziles Auto, es gibt eine ganze Menge Autos, die sind natürlich sehr wertvoll, die Autos, weil die Marke ist absolut legendär. Aber das ist immer so eine Sache. Also mit so einem Auto kann immer was passieren. Auch unser hier, der wirklich toll restauriert wurde in den 90er Jahren, das ist dokumentiert. An dem Auto ist alles gemacht worden. Man sieht das hier beispielsweise, hat einen ganz tollen Lack in diesem Sage Green. Das ist California Sage Green, das ist hellgrün Metallic, britische Farbe. Also wirklich toll gemacht, toller Untergrund, das kann man sehen. Trotzdem weiß man nicht, was in den letzten 30 Jahren mal hier oder da mal passiert ist. Das ist halt das Risiko bei einem Oldtimer. Und ihr wisst ja, je originaler und so authentischer, umso wertvoller ist so ein Wagen. Ja, Speichenfelgen könnt ihr hier vorne sehen von Aston Martin. Das Auto ist rechts gelenkt und hat auch ein Automatikgetriebe. Das ist relativ selten. Zu der Zeit ging das ja los mit Automatik. Bis dato gab es den Wagen nur in Schaltung. Das könnt ihr hier sehen, Borg-Warner-Automatik vorne in der Mitte. Wie es das heute bei einigen Fahrzeugen auch noch gibt oder in den 70er, 80er Jahren so ähnlich verbaut wurde. Und es ist halt ein echter Engländer, er ist rechts gelenkt. Ich kann euch sagen, an Rechtslenkung kann man sich relativ schnell gewöhnen. Ich habe also viele rechtsgelenkte Autos gefahren. Man meinte immer, huch, das geht erst gar nicht, es geht ganz genauso. Also überhaupt gar kein Problem. Toll ist die Farbgestaltung. Innen hat er helles Leder, außen ist er in diesem tollen hellgrünen Metallic, hat Colorglas getöntes Glas, was ihn natürlich noch sehr, sehr edel erscheinen lässt. Ja, und den DB6 kann man halt erkennen hinten an diesem Kammheck. Das hatte der DB5 nicht, der DB4 auch nicht. Daran konnte immer ein DB6 erkennen. Und das Interessante ist, der DB6 ist zwar etwas größer, hat ein leicht anderes Design, aber ist von allen Aston Martins, der DB4, DB5 und DB6-Serie, der günstigste. Ja, warum ist das so? DB5 ist der Bondwagen, der liegt heute bei 700.000 bis 900.000 Euro. So ein Auto, das liegt in einem tollen Zustand, ich sage mal so bei 360, 370, gibt aber nur wenige wirklich sehr, sehr gute. Und ich glaube, wir haben hier ein Auto, was zu den wirklich Besten gehört. Also der Wagen ist wirklich toll, hat eine 4-Liter-Maschine mit 6 Zylindern, hat eine Spitzengeschwindigkeit von 241 Stundenkilometer, was irre war. Also die Ferraris zu dieser Zeit waren auch nicht schneller. Und in so gesehen bekommt man wirklich ein spannendes Auto mit einem Riesenpower und einem absolut legendären Ruf. Schaut euch mal hier hinten die Lichter an, also das ist das Heck dieses berühmten DB6. Wie gesagt, hier der Kamm, hier die Rücklichter, hier das David Brown, DB heißt ja immer David Brown, das war ja mal der Gründer von Aston Martin. Hier ist das klassische Aston Martin Logo, das wird so bis heute verwendet, auch auf modernen Autos. Wobei ich persönlich finde, die ganz modernen Astons, die faszinieren mich nicht mehr so ganz wie er. Doppelrohr, Auspuffanlage, wie gesagt 6 Zylinder. Auto hat richtig Dampf, hat 286 PS, hat hier oben auf der Seite, das kann Paul vielleicht mal zeigen, sieht man an den Details, toll gemacht, den Tankdeckel, also klasse Material, schaut euch das mal an, das ist verchromt. Sieht ganz, ganz edel aus, also nicht irgendwie so ein Plastikdeckel oder leichtes Aluminium, edel gemacht, wie die gesamte Marke Aston Martin ja eine absolute Edelmarke ist. So, ich setze mich jetzt mal rein ins Fahrzeug, ich zeige euch das mal. Also hier vorne habt ihr die Uhr, das sind die elektrischen Fensterheber, hat er hier damals schon gehabt. Hier vorne war die Klimaanlage, hier ist Klimaanlage, hier vorne Lüftung, Heizung, hier vorne Bäcker Mexiko, zeitgemäß gab es damals, auch damals bei Daimler-Benz, daher kennen das wahrscheinlich einige.
Hier hat er den 180-Meilen-Tacho, wie gesagt. Ein Großteil seines Lebens ist das Auto ja in Amerika gewesen und ist dann in den 90er Jahren rübergekommen hier nach Deutschland. Und da ist er dann auch restauriert worden. Er war in Düsseldorf bei einer bedeutenden Markenfirma Werbeträger. Mit dem Aston Martin konnte man auch schon in den 80er, 90er Jahren toll Werbung machen. Und hier das klassische Aston Martin Holzlenkrad. Das ist ja typisch für den Wagen. Drehzahlmesser, er drehte bis 5500 und wenn man da voll durchgetreten hat, dann ist man auch 240 gefahren. Man muss aber wissen, so eine Maschine ist sehr, sehr sensibel und wenn man den nicht richtig behandelt, kann er einem auch schnell kaputt gehen. Also es ist nicht ein Auto, wo er von Hamburg nach Frankfurt Vollgas mitfahren sollte, würde ich nicht empfehlen. Man kann kurz mal drauf treten, dann geht er auch toll los, aber man soll es nicht übertreiben. Übrigens, jetzt wo ich hier in dem Auto sitze, merke ich, er riecht authentisch original nach Aston Martin. Das ist ein ganz typischer Geruch. Das heißt also, hier sind noch so viele Originalteile vorhanden in dem Auto, dass dieser Werksgeruch von dem Wagen immer noch vorhanden ist. So roch Aston Martin. Wir haben einige Originale verkauft, daher weiß ich das. Ja, innen hat er einen wunderschönen Teppichboden, schaut mal hier. Beigefarbener Samtbezug, also nicht Samt, sondern wie heißt das hier? Feine Schlinge, nennen wir es mal feine Schlinge. Sehr edel gemacht, auch das Leder. Man sieht, dass das schon 25, 30 Jahre alt ist, ist schon wieder leicht patiniert. Finde ich aber besser als so ein neues Handschuhleder, was es heutzutage gibt. Das ist das schöne Alte hier noch gewesen. Und in einem mittlerweile tollen Zustand. Und die haben es auch genau so gemacht, wie es damals verbaut wurde. Übrigens konnte ich mir fast vorstellen, dass die Lehne hier noch original ist und dass das neu ist. Es hat nämlich leicht zwei verschiedene Farben, wenn man genau guckt. Ich glaube, das ist original. Da kommt auch der Geruch her. Und auch hinten, ja, da bin ich mir sicher, das gesamte Interieur hinten ist aus originalem Leder. Ich denke mal, dass die das farblich mal aufgefrischt haben. Das sieht mir zumindest so aus hier. Das ist das erste Leder und genau nach dem Leder aus der Produktion riecht das Auto noch. Das ist ja wichtig bei so einem Auto, wenn so ein Wagen so diesen Charme mitbringt, dann muss er eben auch diesen Duft von damals haben. Ja, Armaturenbrett ist weitgehend original. Die Instrumente, die befinden sich alle in einem guten Zustand. Hier vorne ist der Tank. Wie gesagt, Meilentacho, Höchstgeschwindigkeit 180 ist eine ganze Menge, das waren 300. Dann hier vorne Wassertemperatur. Drehzahlmesser habe ich euch gezeigt. So, was das hier ist, Öldruck, ja, das hat er hier vorne. Öltemperatur hat er sogar, weil ist ja ein reiner Sportmotor gewesen. So, er hat eine originale Dämpferverstellung, das ging damals erst los, ist ja heute bei einigen Autos drin und man denkt, das ist erst die letzten 10, 20 Jahre erfunden worden. Nein, 1968 gab es in dem Wagen auch schon. Übrigens ist der DB6 bis 1970 gebaut worden, dann war Schluss. Also die Autos hat es von 1965 bis 1970 gegeben. Er war auch der beliebteste von allen, obwohl der DB5 heute viel, viel wertvoller ist. Es ist halt der klassische Bondwagen. Ja, jetzt schauen wir mal vorne unter die Haube. Jetzt zeige ich euch mal, er hat eine 3-Vergaseranlage. So, machen wir hier fein säuberlich rein. Also ihr könnt hier innen sehen, das ist alles gut restauriert, das befindet sich alles im guten Zustand. Hier 3 Weber-Vergaser, müsste Weber sein, nicht? Ja, W. 3 Weber-Vergaser, hier ist die 6-Zylinder-Maschine, hier könnt ihr die 6 Zylinder sehen, hier vorne 4-Liter-Motor, das sind auch echte 4 Liter, also der hat richtig Dampf gehabt. Wie gesagt, 286 PS sind fast 300 PS, das ist eine ganze Menge für so einen Wagen. Und er hat einen Wahnsinn-Sound. Also wenn das Wetter jetzt in Kürze wieder ein bisschen besser wird, dann fahren wir solche Autos auch, dann zeigen wir euch das. Und ich finde es immer besser, dass ihr sowas nochmal hier bei uns sehen könnt, was das für tolle Autos sind. Besser als kein Film, als so einen, wir machen halt ab und zu mal einen Standfilm, anders geht das nicht. Aber so wie das Wetter wieder ist, mir macht das ja selber Spaß, solche Autos zu fahren, geben wir wieder schön Gas. Ja, Auto ist restauriert. Ich muss mal gucken, ob ich hier auf meinem Zettelchen, die Karosse wurde komplett überarbeitet, was wichtig ist. Hier steht, befindet sich in einem perfekten Zustand. Naja, was ist perfekt? Ich sage mal, befindet sich in einem wirklich guten Zustand. Kann ich beurteilen, der ist ganz hochwertig lackiert worden. Ich habe bisher überhaupt keine Spuren oder gar nichts, Schleifspuren, dass er irgendwo rostmäßig hochkommt, habe ich bisher nichts entdecken können. Theoretisch ist das natürlich immer möglich. Aber wenn ich mir das Spaltmaß hier angucke, schaut euch das mal an hier. Ist ja teilweise besser als bei Produktion. Also da hat jemand wirklich eine hervorragende Arbeit abgegeben. Und was ich sehr schön finde, ist diese edle Farbkombination. Also durch das Colorglas mit dem hellen Leder innen und außen in diesem Sage-Grün Metallic, also wirklich ein tolles Auto. Ja, bekannt ist der Aston Martin eigentlich durch sein tolles Gesicht geworden. Das ist ja unverkennbar. Schaut euch mal
den Grill an, der ist also bis heute sofort wiederzuerkennen. Man weiß sofort, es ist ein DB5 oder ein DB6. Oder auch hier diese Lampen hinter den Verglasungen vorne. Das ist einfach klasse. Schaut euch übrigens auch mal den Chrom an, der sich in einem guten Zustand befindet. Auch die Lampeneinfassung, also das ist alles wirklich gut gepflegt und auch sehr, sehr gut restauriert worden. Aber wie gesagt, es ist 25 Jahre her. Das sind schon wieder 25 Jahre. Heute ein Neuwagen hat ein Jahr Garantie oder 3 meinetwegen. Und dann machen sie es nicht mehr. Also ich sage mal, ein Auto, was 25 Jahre alt ist, ihr habt zwar einen wertstabilen Wagen in der Regel, geht immer in solchen Wellenbewegungen nach oben, so war es die letzten 40 Jahre. Das wird auch beim Aston Martin, denke ich, so bleiben. Aber ihr habt halt nicht einen Wertverlust wie bei einem Neukauf. Und wenn man sich so ein Auto kauft, braucht man immer 10.000, 20.000 in der Tasche. Kann immer was sein, man fährt hier vom Hof und 300 Meter weiter ist irgendwas. Aber wenn sowas ist, wir haben Top-Werkstätten, wir wissen ganz genau, wo wir den hingeben müssen. Wir machen das so lange, wir sind da sehr, sehr gut vernetzt. Also ist wirklich eine tolle Empfehlung, ist ein wirklich wunderschöner, originaler DB6 in einem wirklich schön gemachten Zustand. Ich finde auch gut, dass die hinten das originale Leder noch erhalten haben. Wie gesagt, vorne, wenn ich das richtig gesehen habe, ist nur der Sitz, da wo man drauf sitzt, erneuert worden. War wahrscheinlich durch oder weil die Sonne drauf geschienen hat. Ansonsten wirklich ein tolles Auto. Vorne auch charakteristisch, ich mache mal die Haube zu, hat er die Lufteinzugshutze, weil so eine Maschine hat ja eine irre Abwärme auch erzeugt. Nicht hier vorne zur Kühlung für den Motor, edel gelöst vom Design, einfach toll. Also ein Aston Martin, dieses Gesicht, das könnt ihr weltweit immer wieder erkennen, da weiß jeder sofort, worum es geht. In der Regel ist da ja auch dann James Bond ausgestiegen. Ihr kennt ja die ganzen tollen Filme, die es gab. Hat ja in vielen Filmen mitgewirkt. Ja, und das ist ja bis heute eigentlich das Auto. Auch der König von England fährt so ein Auto noch oder die Prinzen von England haben heute noch so einen Wagen. Ist einfach legendär. Und ich glaube, wenn man sowas besitzt, ist man als Oldtimer-Freak immer anerkannt. Ihr könnt auf jede Veranstaltung damit und ihr habt ein Auto, was Sound hat, ein Auto, was Leistung hat und eine super Performance hat, in allen Bereichen. Oh, hat er 2 Tanks, einen links, einen rechts, ist übrigens ganz nett gemacht. Hier gab es bei Jaguar teilweise auch. Er hat auf der linken Säule und auf der rechten Säule hat er Tanks, das heißt, der Wagen hat 2 Tanks, musste also doppelt betankt werden. Auch hier ganz edel gemacht, ganz hochwertig. Auch wenn man hier reinkommt, er sieht hier einen Restaurierungsstand, der ist wirklich gut bei dem Auto. Wirklich gut, aber nichtsdestotrotz, das ist 25, 28 Jahre her, sein kann trotzdem was. Im Moment läuft er gut, er springt gut an, er fährt schön und ja, ist ein Auto, was Zukunft hat mit Sicherheit, weil diese legendären Autos ist auch ein Auto für den Weltmarkt, das darf man nicht ganz vergessen. Es gibt ja Autos, die kauft man sich nur in Deutschland und dann gibt es solche, die sind weltweit interessant und ein Aston Martin, ich sage mal DB4 bis DB6 ist immer was für den Weltmarkt gewesen. Ja, tolles Auto, steht jetzt hier bei uns in Hamburg in unserem neuen Betrieb, kann hier besichtigt werden, wenn das Wetter gut ist, auch Probe gefahren werden. Die restlichen Euro, die verhandeln wir hier. Das Auto liegt auf jeden Fall deutlich unter 400, den Rest hier beim guten Kaffee bei mir. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, ruft uns an. Unsere neue Telefonnummer ist die nächsten Tage dann auch hier vakant, da könnt ihr anrufen. Die werden wir euch sofort mitteilen. Ansonsten läuft im Moment nur alles über Bayern, dann verbinden uns die Kollegen. Und es sei noch mal gesagt, also wir suchen im Moment hier noch neue Kollegen. Es ist ja ein sehr, sehr großes Autohaus hier, fast mit 2000 Quadratmetern. Wir werden ja am Ende fast 100 Fahrzeuge präsentieren können. Also wenn ihr noch jemanden kennt, der Lust hat auf den Verkauf, wenn ihr noch jemanden, einen guten Mechaniker kennt, der sich mit alten Sachen auskennt, da haben wir haben ja hinten auch eine große Werkstatt hier, haben wir wirklich eine tolle Möglichkeit, hier jemandem ganz interessante, nachhaltige Beschäftigung zu bieten. Und wir brauchen noch 2 gute Fahrzeugaufbereiter. Also das wäre schön. Wenn ihr da jemanden kennt, ruft mich gerne an. Ihr findet uns auf info@cargold.com oder direkt am Telefon. Noch die Bayern-Nummer, aber in Kürze eben auch hier über Festnetz Hamburg. Ja, dann wünsche ich euch jetzt schöne Weihnachten, alles Gute, bleibt mir weiter treu. Ich gebe mir Mühe, euch weiterhin viel Freude ins Wohnzimmer zu bringen, abends über die Videos. Und ich grüße euch schön aus dem kühlen Hamburg. Alles Gute, euer Stefan Luftschütz. Bis demnächst. Ciao.